Moin meine Freunde des selbsterzeugten Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit dem Bluetti Balkonkraftwerk der zweiten Generation eine eigene Nulleinspeisung baut und das ganz ohne den benötigten Smart Plug vom Bluetti. Ja, erstmal, damit wir damit anfangen können, müssen wir bestimmte Voraussetzungen haben. Zum einen brauchen wir einen Sensor für den Stromverbrauch im gesamten Stromnetz. Also etwas, was zum Beispiel in eurem Stromkasten installiert ist oder wie in meinem Fall ein Tipper, der auf eurem Stromzähler einen Lesekopf ausliest. Dann brauchen wir eine Home Assistant Installation. Da habt ihr entweder die Möglichkeit, Home Assistant OS, also das ganze Betriebssystem zu installieren, oder die Supervised Installation zu nehmen. Dann brauchen wir ein Android-Smartphone. Das können wir optional mit Root haben, ist aber nicht zwingend erforderlich. Root braucht man nur für ein paar Anwendungsfälle, um zum Beispiel die App automatisiert schließen zu können. Ist aber wie gesagt nicht unbedingt notwendig. Wir brauchen die Android-App Mac4Droid, die auch Geld kostet. Also schaut euch das Video vielleicht gerne erstmal an, bevor ihr überlegt, diese App zu kaufen. Ich glaube, die kostet irgendwas um die 5 Euro. Für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ihr braucht einen Smart Plug oder ein Energiemesser, der mit Home Assistant kompatibel ist, um nachher letztendlich den Strom, den das Balkonkraftwerk einspeist, als Wert zu haben. Und das Balkonkraftwerk muss über die App steuerbar sein. Ist bei dem Bluetti Balkonkraftwerk natürlich kein Ding. Wenn ihr das mit einem anderen Balkonkraftwerk machen wollt, genau wie gesagt, muss über eine App steuerbar sein. Okay, dann mal so ganz grob den Aufbau. Wie habe ich das Ganze zurechtgebaut? Wir haben einmal auf der linken Seite den aktuellen Netzverbrauch oder die Einspeisung, die ich als aktuellen Wert brauche. Das habe ich mit einem Tibber-Sensor auf meinem Stromzähler. Der übermittelt den Wert ca. alle 3 Sekunden an Home Assistant. Und ich habe das Bluetti V2 Balkonkraftwerk, was man natürlich nicht direkt in Home Assistant integrieren kann, damit ich diesen Wert, den das Balkonkraftwerk momentan ausgibt, in Home Assistant importieren kann, habe ich hier einen Tasmota-Plug, welchen ich per MQTT-Protokoll Daten übermitteln lassen kann, wie gerade, wie gesagt, der Ausgang des Balkonkraftwerks ist. Beide der Daten werden in Home Assistant geschrieben. Dort kann ich die Daten entsprechend aufbereiten und kombinieren. Und Mac4Droid kann dann mit diesen Einstellungen bzw. mit den Werten, die es aus Home Assistant enthält, die Bluetti App steuern. Wie das Ganze genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ja, dann starten wir mal gleich im Home Assistant. Ja, wenn ihr euch an die Grafik von eben erinnert, brauchen wir erstmal 2 Quellen, um das Ganze auf die Beine stellen zu können. Einmal die Smart-Steckdose und einmal ein Sensor, der unseren aktuellen Stromverbrauch auslesen kann, beziehungsweise auch die aktuelle Netzeinspeisung. Man sieht hier, ich habe mal so ein kleines Dashboard gebaut mit Tibber, also so einem kleinen Lesekopf auf dem Stromzähler. Der liest jetzt meinen aktuellen Netzverbrauch und meine aktuelle Netzeinspeisung aus. Und wie gesagt, wir brauchen einen Smart Plug, der uns mitgibt, was das Balkonkraftwerk gerade ins Netz importiert, beziehungsweise in unser Netz exportiert. Genau, damit wir diese beiden Quellen anbinden können, müssen wir diese in Home Assistant erstmal hinzufügen. Dazu könnt ihr hier auf Einstellungen gehen und wir fangen hier im Bereich Geräte und Dienste an. Dort sind im Home Assistant alle Integrationen, die ihr bereits installiert habt. Eure Liste ist vielleicht etwas kleiner als meine, aber das Ganze ist kein Problem. Ihr seht hier schon, ich habe hier die Tibber-Integration installiert. Wenn ihr das Ganze auch mit Tibber machen wollt, dann könnt ihr hier unten rechts auf Integration hinzufügen. Sucht ihr nach Tibber, klickt das an. Wenn ihr es noch nicht installiert habt, dann ist hier ein Button von wegen Installieren. Bei Tibber müsst ihr euch dann einmal anmelden. Da ist dann hier ein Link eingeblendet. Den klickt ihr an, meldet euch mit eurem Tibber-Login an und dann bekommt ihr so einen ganz langen Schlüssel. Diesen Schlüssel müsst ihr dann entsprechend bei der Konfiguration von dieser Integration angeben.
Und dann werden euch hier die Werte, die ich euch eben im Energiedashboard angezeigt habe, entsprechend ausgegeben. Genau, damit haben wir Netzeinspeisung bzw. Netzbezug als Werte, die wir für unsere Nulleinspeisung brauchen. Genau, dann brauchen wir noch unseren Tasmota-Plug, beziehungsweise ich benutze ein Smart Plug, der das Tasmota-Betriebssystem benutzt. Ihr benutzt eventuell andere, zum Beispiel gibt es ja auch von Shelly solche Smart Plugs. Da müsst ihr entsprechend nicht die Tasmota-Integration runterladen, sondern die Shelly-Integration. In meinem Fall habe ich gesagt ein Tasmota-Plug, das könnt ihr hier entsprechend auch wieder runterladen. Nur hier ist das nicht ganz so straightforward. Damit ihr diese Tasmota-Integration benutzen könnt, braucht ihr ein Add-on und eine Integration. Als erstes können wir uns hier mal das Add-on anschauen. Das findet ihr hier wieder unter Einstellungen. Und wenn ihr die empfohlene Installationsart gewählt habt, also Home Assistant OS, also Home Assistant Betriebssystem oder Home Assistant Supervised Installation, dann habt ihr hier die Möglichkeit, Add-ons zu installieren. Und damit wir jetzt diesen Tasmota-Plug oder was immer ihr auch habt, hinzufügen könnt, müssen wir uns hier ein Add-on runterladen, das nennt sich Mosquito Broker. Das könnt ihr installieren, indem ihr hier unten rechts wieder auf Add-on Store klickt und einfach Mosquito eingebt. Dann seht ihr hier schon, haben wir Mosquito Broker. Klickt ihr an und dann könnt ihr eine Schaltfläche installieren. Erstmal soweit relativ simpel. Dann gehen wir hier nochmal zurück auf unsere Geräte und Dienste und Integrationen. Dort müssen wir eine Integration hinzufügen, die nennt sich MQTT. Wieder hier unten Integration hinzufügen, MQTT. Wählen das aus und dann nur dieses, wo manuell, nur MQTT steht, genau. Klickt ihr dann rauf, hier könnt ihr dann wieder sagen installieren. Und dann haben wir die MQTT-Komponente installiert. Damit wir die ganze Komponente jetzt nutzen können für unsere Tasmota-Plugs, müssen wir diesen Dienst hier konfigurieren. Wenn alles richtig installiert ist, seht ihr jetzt in dieser Integration hier irgendwas von Mosquito Broker. Und mit einem Klick auf Konfigurieren können wir das Ganze dann konfigurieren. Selbst bei einer Neuinstallation steht hier MQTT neu konfigurieren. Das müsst ihr entsprechend anklicken. Und dann sehen wir, welcher Server, welcher Port und ganz wichtig ist Benutzername und Passwort eures MQTT-Brokers. Das könnt ihr euch dann hier anzeigen lassen, Passwort und den Benutzername könnt ihr so kopieren. Die beiden Sachen brauchen wir dann, wenn wir unseren Tasmota Smart Plug per MQTT in den Home Assistant einbinden wollen. Also die beiden Punkte wegschreiben, ganz wichtig. So, hier befinden wir uns jetzt auf der Benutzeroberfläche meines Tasmota Smart Plugs. Wie gesagt, je nachdem, was ihr benutzt, zum Beispiel von Shelly sieht das Ganze etwas anders aus. Das Vorgehen wird aber ähnlich sein, wenn ihr nicht gerade den Shelly über Cloud synchronisiert. Also alles, was lokal ist, was ihr nicht übers Internet macht, wird ähnlich sein. Wir können hier Configuration und sagen Configure MQTT. Dort müsst ihr dann die IP-Adresse eurer Home Assistant Installation angeben, also dem Server, wo Home Assistant draufläuft. Hier haben wir den Port. Das ist das, was wir eben in der MQTT Konfiguration gesehen haben. 1883 ist der Standardport. Wenn ihr nichts geändert habt, könnt ihr das Ganze so lassen. Wichtig werden die beiden Sachen hier, also Username und Passwort. Das ist das, was ich meinte, was ihr wegschreiben solltet. Und hier könnt ihr noch für den Home Assistant ein Topic definieren, um dort bestimmte Sachen zu bündeln. Ist aber kein Pflichtfeld, könnt ihr theoretisch so lassen, wie ihr es wollt. Genau, haben wir das Ganze so eingetragen, sagen wir hier einfach Save. Und dann müssen wir einen Moment warten, bis sich unser Plug bei unserem Home Assistant meldet und entsprechende Daten liefert. Wenn wir dann einen kleinen Moment gewartet haben, dann können wir wieder zurück in die Home Assistant Installation gehen, wieder unter Einstellungen, Geräte und Dienste und dann Integration hier. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, sollten wir jetzt hier in der Tasmota Integration
oder wie gesagt, in der Integration, die euer Plug unterstützt, ein neues Gerät haben. In meinem Fall sind 6 Geräte, weil ich bereits 6 von diesen Smart Plugs für meine Automation integriert habe. Und da haben wir gesehen, mein Plug, der hieß BKW, Balkonkraftwerk, ist jetzt hier entsprechend drin. Und wenn wir uns das mal grob angucken, sehen wir, haben wir hier eine schöne Übersichtsseite. Wir haben hier ein paar Sensoren. Hier sollte auch irgendwo in den ganzen Werten ein Sensor sein, der uns ermöglicht zu sehen, ja, was gerade aus dieser Steckdose genommen wird, in Anführungszeichen. Also diese Plugs sind eigentlich dafür gemacht, um zu sehen, was aus einer Steckdose gezogen wird. Das funktioniert aber genauso in die andere Richtung. Also wenn das Balkonkraftwerk durch die Steckdose oder durch den Smart Plug in die Steckdose einspeist, wird dort ein identischer Wert angezeigt. Genau, und diesen Wert brauchen wir dann gleich, wenn wir unseren Wert für die Automatisierung zusammenbauen. Okay, also habt ihr hier die Daten, dann seid ihr schon mal soweit mit Smart Plug und auch für Tibber oder beziehungsweise eurem Sensor fürs Netz fertig. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie wir diese Daten kombinieren und wie wir diesen Wert, den wir dann nachher rausbekommen, entsprechend an das Bluetti Balkonkraftwerk übermitteln können. So, da sind wir auch schon in MacroDroid angekommen. Damit wir die Werte, die wir eben konfiguriert haben, also den Netzbezug bzw. die Einspeisung von Tibber und auch die Netzeinspeisung des Balkonkraftwerks irgendwie auch sinnvoll nutzen können, brauchen wir eine Komponente, die die ermittelten Daten an das Balkonkraftwerk übermittelt. Dafür braucht ihr irgendwie ein altes Android-Smartphone und die MacroDroid-App. Es gibt sicherlich auch andere Wege. Ich bin ein Android-Mensch, deswegen kann ich euch das Ganze nur auf Android erzählen. Vielleicht gibt es für iPhone eine ähnliche App, die das ähnlich umsetzen kann. Wie gesagt, ich zeige es auf dem Android-Weg. Vielleicht inspiriert euch das Ganze auch auf einem iPhone zum Laufen zu bringen. Wie ich das Ganze gebaut habe, gucken wir uns mal an. Ich habe mir erstens Makros gebaut. Das obere Makro, was ihr seht, was jetzt hier in dem Fall deaktiviert ist, das nimmt alle Werte, die ich aus dem Home Assistant habe, geht in die Bluetti App, klickt verschiedene Buttons und trägt dann genau den Wert ein, den es ermittelt hat, damit ich auf Nulllinie Netzbezug bzw. Netzeinspeisung komme. Der Steuerpart, den habe ich ausgemacht, wie gesagt, damit ich jetzt hier das Video für euch filmen kann. Hier unter sehen wir noch verschiedene andere Makros. Wir haben jedes der Werte in Home Assistant muss sozusagen von dieser App bezogen werden, beziehungsweise Home Assistant schiebt die Werte auf einen Share, also einen Zwischenspeicher, und MacroDroid holt sich diese Werte von diesem Zwischenspeicher. Dafür sind hier diese anderen 3, also Netzbezug, Nulleinspeisung, Minus, beziehungsweise Tibber. Und unser letztes Makro hilft die Werte, die abgeholt werden. Ich versuche das relativ einfach zu erklären. Die Werte, die abgeholt werden aus dem Home Assistant, sind Text. Wenn man nachher den Wert in die Bluetti App eintragen möchte, wird aber eine Zahl erwartet. Deswegen muss man einen Text, also ein String, in ein Integer, in eine Zahl umwandeln. Dafür ist die unterste Automatisierung. Und genau, dann haben wir die Werte. Wir müssen diese Trigger alle einmal konfigurieren. Dazu gucken wir uns einfach mal so einen Trigger an. Wie habe ich sowas gebaut? Dann klickt ihr hier auf Triggers. Wir müssen also erstmal etwas definieren, was ausgelöst werden soll. Dann könnt ihr hier oben in der Suche auf Webhook URL gehen. Und dann seht ihr hier eine URL, die müsst ihr euch gleich wegschreiben. Ihr könnt hier unten noch eine Tiny URL generieren, also eine deutlich kürzere URL. Wenn wir das gemacht haben, dann sollte das so wie bei mir aussehen. Wir haben eine URL. Der letzte Part ist immer, den kann man selber festlegen. Ich habe jetzt für NE, Netzbezug. Genau, was wir letztendlich dann machen müssen,
ist unter Actions uns die Daten zu ziehen vom Home Assistant. Das kommt aber erstmal im nächsten Schritt, weil danach müssen wir erstmal wieder in Home Assistant was konfigurieren. Also baut euch erstmal hier in MacroDroid diese 3 Sachen. Also ihr habt was für Netzbezug, ihr müsst was für Null-Einspeisung haben, als wo der Minuswert rauskommt. Ja, also ihr macht eine Netzeinspeisung, da braucht ihr einen extra Trigger für. Erkläre ich euch später, warum das der Fall ist. Und dann müsst ihr noch was haben, was die Daten von Tibber abholt. Also baut euch 3 Makros, könnt ihr die meinetwegen ähnlich nennen, und packt als Trigger erstmal nur diese Webhook-URL rein. Okay, haben wir diese Webhook-URL, schreibt die euch weg, shared die auf eurem PC, wie auch immer. Wir brauchen die nämlich gleich noch. Wir gehen jetzt noch einmal rüber in Home Assistant und dann zeige ich euch, wie wir Sensoren bzw. Trigger in Home Assistant definieren. So, sind wir wieder zurück in Home Assistant. Wir haben im MacroDroid jetzt also unsere Webhook-URLs definiert. Das heißt, wir können jetzt in Home Assistant anfangen, die Konfigurationsdatei anzupassen, so dass wir entsprechende Sensoren und Trigger definieren, die wir dann nachher in einem MacroDroid benutzen können, um unsere Werte abzurufen. Damit wir in Home Assistant auf die Konfigurationsdateien zugreifen können, hier ganz normal über unsere Web-Oberfläche, können wir ein weiteres Add-on installieren. Das nennt sich File Editor. Das könnt ihr wieder hier unten rechts suchen. File Editor. Klickt dann da einmal rauf. Dann könnt ihr hier sagen, irgendwo installieren. Und wenn das Ganze installiert ist, können wir hier sagen, Benutzeroberfläche öffnen. Wir wollen jetzt die configuration.yaml-Datei anpassen. Ihr könnt entweder hier oben den Pfad eingeben oder ihr könnt hier an dem Ordnersymbol sagen Browse File System und sucht die Datei so raus. Und dann solltet ihr eine doch relativ leere Datei vorfinden, wenn ihr noch nicht so viel mit Home Assistant gemacht habt. Bei mir ist sie schon etwas angewachsen. Okay, also was müssen wir machen? Wir müssen hier mit verschiedenen Triggern und Sensoren arbeiten. Der erste Part hier dürfte euch bekannt vorkommen. Example Trigger 1, 2 und 3. Ich habe in dem Fall 6. Habe ich einfach nicht aufgeräumt, die Datei. Und ich weiß jetzt auch nicht mehr, welche ich aktiv nutze und welche nicht. Ihr müsst 3 Trigger haben. Definiert, also hier oben rest-command Doppelpunkt. Lasst ihr da eine Zeile frei. Dann müsst ihr das hier um 2 Punkte einrücken. Nennt den Trigger so, wie ihr wollt. Ich habe meine einfach Example-Trigger genannt. Einfach weil andere Namen irgendwie immer irgendeinen Fehler hatten, wenn ich das Ganze speichern wollte. Und dann definiert ihr hier hinter dem Doppelpunkt die URL, die ihr eben im MacroDroid angelegt habt. Das Ganze macht ihr dann 3-mal und dann haben wir die Trigger schon mal definiert. Okay. Als nächstes müssen wir Sensoren definieren. Erstmal gleiches Spiel. Ich habe hier Example Sensor 1, Sensor 2 und Sensor 3. Als URL geben wir hier die IP-Adresse und den Port eures Home Assistant an. Der Port ist immer 8123, wenn ihr nichts dran geändert habt, und eure IP müsst ihr selber wissen entsprechend. Dann definieren hier wir API-States und einen Sensor. Ja, ich habe meinen Sensor jetzt hier, also Sensorpunkt ist fest und das ist das, wie ihr euren Sensor nennen wollt. In dem Fall Null-Einspeisung. Also das ist der Sensor für mich, der sozusagen die Einspeisung aus dem Netz angibt. Oder der Bezug aus dem Netz. Dann habe ich hier noch Example Sensor 2. Das ist dann in meinem Fall Null-Einspeisung minus, also wenn etwas ins Netz exportiert wird. Und Example Sensor 3, der sozusagen, das ist mein Tibber-Wert, der entweder oder ausgeben kann. Genau, also wir haben den Trigger definiert. Wir haben unsere Sensoren definiert. Und jetzt müssen wir letztendlich das bauen, was nachher in
in Makrodroid übermittelt werden muss, nämlich die Werte, die ich hier in den Sensoren definiert habe, kann ich so erstmal pauschal nicht nutzen. Also habe ich mir hier ein Template gebaut, Template Sensor. Ja, mein Sensor heißt hier Null-Einspeisung, wird in Watt gemessen. Und ja, wie definiere ich diesen Sensor? In dem Fall sieht man, ich habe hier einmal Null-Einspeisung, Null-Einspeisung minus. Null-Einspeisung heißt, ich ziehe mehr aus dem Netz, als ich vom Balkonkraftwerk ausgeben kann. Und Null-Einspeisung minus heißt, dass ich im Balkonkraftwerk mehr ausgebe, als ich eigentlich verbrauche und was ins öffentliche Stromnetz exportiere. Wie funktionieren diese Sensoren ganz grob? Ich habe hier einen Sensor bzw. eine Entität. Jedes Objekt in Home Assistant hat Entitäten, also sowohl dein Smart Plug als auch der Tibber, haben verschiedene Eigenschaften, die wir auslesen können. Das ist das, was wir in der Tasmoto-Übersicht gesehen haben, sowas wie Netzspannung, Netzfrequenz, was am Smart Plug anliegt etc. Da müsst ihr euch für euren Plug die Entität raussuchen, die den Netzverbrauch an dieser Steckdose misst. Das ist in meinem Fall diese Entität. Und wir brauchen die Entität von Tibber oder eurem Sensor. Hier mal etwas zensiert, weil meine Adresse da drin steht. Braucht ihr, damit wir den aktuellen die Netzeinspeisung bzw. den aktuellen Netzverbrauch haben. Da fragt man sich jetzt, okay, ich habe ja jetzt hier den Smart Plug, wo ich weiß, was reingeht, und ich habe meinen Sensor für was geht rein, was geht raus an meinem Stromzähler. Warum baue ich da jetzt 2 Sensoren für? Ich weiß nicht, ob das nur ein Sonderfall bei Tibber ist, aber bei Tibber ist das Problem, dass sowohl der Einspeisungswert als auch das, was ich aus dem Netz ziehe, beides Pluswerte sind. Also wenn ich sage, gib mir die aktuelle Netzeinspeisung, sagt er 100 Watt zum Beispiel, und wenn ich sage, gib mir den aktuellen Netzverbrauch, sagt er auch 100 Watt. Es ist also kein Plus oder kein Minus vor der Zahl, und dementsprechend kann ich nicht wirklich auseinanderhalten, ob es jetzt eine Einspeisung vom Balkonkraftwerk ins öffentliche Netz handelt oder ein Netzbezug vom öffentlichen Netz Richtung meinem Haus. Damit wir das Ganze machen können, müssen wir das Ganze in 2 Sensoren definieren. Die Logik dazu, wann ich entscheide, ist das eine Einspeisung oder ein Netzbezug, das findet in der Makrodroid-App statt. Damit wir das Ganze aber auseinanderhalten können, brauchen wir diese 2 Sensoren. Ganz grob, wie funktioniert dieser Sensor? Also wenn wir uns hier oben den Null-Einspeisungssensor anschauen, also ich ziehe aus dem Stromnetz, dann nehmen wir uns hier den Wert, der am Balkonkraftwerk anliegt. Sagen wir, der Wechselrichter vom Balkonkraftwerk speist 200 Watt ein. Und wir nehmen uns hier den Sensor vom Tibber, der sagt, okay, mein Wert ist 100. Sagen wir, meine Magic in Makrodroid hat entschieden, okay, das ist ein Netzbezug. Dann würde jetzt hier sagen, okay, Tibber zeigt 100 an, was in dem Fall heißt, ich ziehe 100 Watt aus dem Netz. Und damit ich auf diese magische Null komme, also ich speise nichts ein und ich gebe nichts ins Netz, werden diese beiden Werte addiert. Also wir haben 200 Watt, die gerade am Balkonkraftwerk anliegen, und ich ziehe immer noch 100 Watt. Das ist dann der Wert. Und 200 plus 100 sind 300. Das heißt, mein neuer Wert, der Wechselrichter ausgeben muss, sind 300 Watt. Das Ganze funktioniert dann halt andersrum, weil wir uns hier den Minuswert angucken. Also ich speise zu viel ein, es geht ins öffentliche Stromnetz. Dann haben wir hier auch wieder den Sensor, der anzeigt, wie viel Leistung mein Balkonkraftwerk ausgibt. Sagen wir hier als Beispiel 500 Watt. Ja, der Wechselrichter gibt 500 Watt in mein Stromnetz aus. Und der Tibber-Sensor sagt, die Magic hat gesagt, es gibt Netzeinspeisung,
der Wert ist bei 200 Watt. Dann werden die 500 von den 200 Watt subtrahiert. Dann sind wir wieder bei 300 Watt. Und der neue Wert, der dem Balkonkraftwerk mitgeteilt wird, sind dann 300 Watt. So ganz grob funktionieren diese beiden Sensoren. Okay. Anschließend müssen wir die Sensoren noch definieren. Also ich nenne ihn Null-Einspeisung Push, Null-Einspeisung Minus Push und einfach Tibber. Also die Werte, die wir jetzt hier mit unserer Formel sozusagen gebaut haben, müssen für den Makrodroid abrufbar sein. Genau, das machen wir mit diesem Part. Und dann haben wir die Konfiguration YAML eigentlich soweit konfiguriert und können uns jetzt nochmal rüber Richtung Makrodroid bewegen. Mal zurück in Makrodroid. Jetzt kommen wir an das Eingefleischte. Wir haben also in Home Assistant jetzt größtenteils definiert, was für Daten wir brauchen und dass die entsprechend hochgepusht werden. Jetzt müssen wir die ganzen im Makrodroid entsprechend empfangen und verarbeiten können. Gehen wir also nochmal in unser Makro rein. Netzbezug, Webhook-URL haben wir bereits definiert. Jetzt müssen wir in Richtung Actions gehen. Also, wenn diese URL aufgerufen wird, was soll passieren? Dazu müssen wir als erstes ein HTTP-Request hier unter Actions hinzufügen. Könnt ihr hier oben wieder entsprechend in der Suchmaske suchen. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, sagen wir dann Request Method Get. Hier gebt ihr dann die URL ein, die ihr bei den Example Sensors definiert habt. Also Example Sensor 1, 2, 3. Für jeden der Makros habt ihr eine eigene URL. Und dann könnt ihr sagen Timeout 1, also dass das alle Sekunde abgerufen werden darf. Und wichtig ist, dass ihr hier unten Save HTTP Response in String-Variable schreibt, also als Text. Das brauchen wir. Ich habe meine Variable jetzt Response Data genannt. Und ihr müsst hier bei Header Parameters einen Parameter erzeugen, der nennt sich Authorization. Und wir haben hier einen ganz langen Key, der dann entsprechend generiert wird. Den müsst ihr dann entsprechend bei den Sensoren und auch bei den, also nur bei den Sensoren entsprechend mit eingeben. Das ist so eine Art Autorisierungskey, also dass ihr nur ihr die Daten dort hochpushen dürft und halt kein anderer. Das Ganze konfiguriert ihr sowohl für Netzbezug, als auch hier für Null-Einspeisung Minus und auch für Tibber. Genau, ist immer das gleiche Prinzip. Immer get, immer dann die entsprechende URL. Wir müssen das Ganze hier immer in eine Variable schreiben. Ups. Und wir müssen darauf achten, dass wir hier diesen Autorisierungspart haben. Okay. Haben wir das gemacht? Ist der Weg, Daten von Home Assistant in Makrodroid zu kriegen, erstmal gebracht. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Daten in ein entsprechendes Format kriegen. Okay. Warum müssen wir das Ganze machen? Wenn wir uns mal anschauen, wir haben ja gesagt, ich speichere zum Beispiel hier die Werte in Response Data. Dann schauen wir uns hier mal die Variablen an. Und hier Response Data. Und da sehen wir, das sind Werte, mit denen ich nichts anfangen kann. Das, was ich als Wert haben will, ist diese 260. Alles andere ist für mich uninteressant. Damit wir das Ganze also entsprechend extrahieren können, müssen wir in dem Makro eine Umwandlung stattfinden lassen. Ich habe das Ganze hier mit dem mit der Textmanipulations-Action gemacht. Habe dann gesagt Extract Text. Habe dann hier meinen Input. Also das, was sozusagen in der Variable, die ich euch eben gezeigt habe, drin steht. Und das, was ich letztendlich raushaben will als regex. Er sucht also hier nach State.
Also Status, das ist da, wo meine Ziffer eben drin stand. Und hier macht er das dann so, dass ich die Nachkommastelle, die mein Wert hat, wegnehme und sozusagen nur eine ganze Zahl habe, zum Beispiel 230. Der neue Wert wird dann hier in die Variable Netzbezug gepackt. Ja, gehen wir nochmal zurück. Variablen sehen wir dann hier, Netzbezug ist eine ganze Zahl ohne den ganzen Text, den wir dann hier sehen. Genau, das müssen wir auch entsprechend dreimal machen. Also für Netzbezug, Nulleinspeisung, Minus und für Tibber müssen wir nur die Zahl rausfiltern. Alles klar. Okay. Ich bin auf ein Problem gestoßen. Und zwar steuert diese App nachher die Bluetti-App um den Wert, den wir haben wollen, also Balkonkraftwerk plus Tibber oder Balkonkraftwerk minus Tibber, nachher einzufügen, wird immer eine Zahl erwartet. Womit wir hier arbeiten, also was ich letztendlich hier aus dieser Textmanipulation rauskriege, ist immer ein Text. Also da steht zwar 120, aber 120 in dem Sinne keine Zahl, sondern ein Text. Und ein Text kann man nicht an ein Feld für Zahlen anfügen. Also ich habe mir ja hier Umwandlung Integer habe ich mir gebaut, damit ich entsprechend den Text in eine Zahl umwandeln kann. Das führt alle 5 Sekunden sozusagen, nimmt es sich die Variable Netzbezug und bastelt daraus eine neue Variable Netzbezug. Dahinter steht der Tibber-Sensor und hier wird letztendlich eine neue Variable erzeugt, also Netzbezug Integer, und der Wert wird auf das gesetzt, was Tibber mir als Text ausgibt und dann als Integer sozusagen in diese Variable reingeschrieben. Bisschen Magic brauchen wir aber, um das Ganze nachher umzusetzen. Wenn das Ganze funktioniert, dann könnt ihr eine dieser Webhook-URLs einfach mal aufrufen, zum Beispiel im Browser oder sowas, und dann solltet ihr sehen, dass hier steht Last Activated 0 Minutes ago. Oder es blinkt einmal so auf. Ich lasse das mal einen Moment, da seht ihr, das unterbricht dann einmal in so ein Dunkelgrau. Das heißt, die Werte werden aktualisiert. Genau. Damit diese Sachen automatisch getriggert werden, also ihr nicht jedes Mal die URL eingeben müsst, gehen wir nochmal zurück in Home Assistant. Da gucken wir uns an, wie wir die Sachen in MacroDroid sozusagen aktiv, die Sachen in Home Assistant aktiv in MacroDroid pushen können. Damit wir die Werte jetzt automatisiert vom Home Assistant in unser MacroDroid bekommen und dort die eben gezeigten Werte rausbekommen, müssen wir auf Home Assistant Seite noch eine Automatisierung einrichten. Das Ganze funktioniert, indem ihr hier unter Automatisierung und Szenen euch hier eine neue Automatisierung erstellt. Ich habe das Ganze entsprechend schon fertig. Ja, sieht dann entsprechend so aus. Wenn wir uns das Ganze einfach mal anschauen, wir haben hier wieder unsere Netzeinspeisung, Tibber und unseren anderen Example-Sensor, wo ich gerade nicht wusste, was der genau macht. Aber gut, wir haben wieder unsere 3 Sensoren, wie gehabt. Und wir wollen, dass dieser Sensor entsprechend geupdatet wird. Immer wenn sich ein neuer Value sozusagen, immer wenn sich etwas ändert. 0 Einspeisung, okay, also dieser Sensor hier ist zum Beispiel für die Netzeinspeisung, beziehungsweise für den Netzbezug, richtig, für den Netzbezug, also wenn ich was aus dem Netz ziehe, dann ändert sich alle paar Sekunden ein Wert. Wenn sich dieser Wert ändert, dann möchte ich, dass dieser Sensor im Home Assistant entsprechend geupdatet wird. Das Ganze ist natürlich auch für die Netzeinspeisung, also wenn sich Null-Einspeisung in dem Sinne auf Minus ändert. Also Null-Einspeisung ist in dem Sinne hier der Sensor, der sowohl Minus- als auch Pluswerte hat, deswegen ist es hier der gleiche. Ja, wenn sich der Wert hier ändert, dann update man Sensor 2 und wir haben das Ganze für Tibber. Tibber ist dann letztendlich die Kombination aus beiden Werten. Ja, wenn sich da was ändert, möchte ich, dass du auch Sensor 3 updatest. Also immer, wenn sich was in meinem Stromverbrauch tut, positiv oder negativ, ja, möchte ich, dass du Sensor 1, 2 und 3 updatest. Okay. Dann haben wir noch was. Dann sind die Werte in Home Assistant erstmal aktuell.
Soweit, so gut. Dann müssen wir aber, das wollen wir auch sicherstellen, dass unsere Werte, die wir in Home Assistant haben, entsprechend in Macrodroid übermittelt werden. Damit wir das machen können, kommen hier wieder unsere Trigger zum Einsatz. Also das, wo wir die Webhook-URL in unsere Konfigurationsdatei eingetragen haben. Da habe ich einfach gesagt, okay, ne, jede Sekunde möchte ich, dass du Trigger 1 bis 6 ausführst. Wie gesagt, ihr braucht nur 3 Trigger. Was er dann macht ist, ihr geht hier auf Action hinzufügen, sagt dann Aktion ausführen, früher als Anrufdienst bekannt, und sagt dann hier in Action, müsst ihr dann hier euren RESTful API raussuchen, also den Trigger, den ihr letztendlich triggern wollt. Das lösche ich hier einmal raus. Ja, wenn das fertig ist, sieht das so aus. Es müsste irgendwas mit RESTful Command sein und dann der entsprechende Trigger, den ihr triggern wollt. Die 3 Sachen packt ihr dann rein und dann werden jede Sekunde die Daten, die in Home Assistant sozusagen verfügbar sind, oder die Daten, die in Home Assistant erzeugt werden, Richtung Macrodroid gepusht. Dort im Macrodroid wird es mit dieser HTTP-GET abgerufen. Ne, dann hatten wir dieses lange Textfile. Das wird in das entsprechende Format gebracht, also als Zahl und nur so, dass ich eine volle Zahl habe ohne Nachkommastellen. Und dann können wir zu der eigentlichen Automatisierung kommen. Die zeige ich euch jetzt einmal wieder im Macrodroid. Nun zu dem absoluten Herzstück, und zwar mein Makro, was letztendlich die ganzen Werte, die wir jetzt hier mühsam definiert und zusammengesammelt haben, nachher verwerten kann und den Wechselrichter auf einen entsprechenden Wert setzen kann. Ich habe meine Actions hier in 3 if-Abfragen eingeteilt, weil das teilweise nicht ganz so einfach ist. Die erste if-Abfrage fragt, ob mein Netzbezug größer als 799 ist. Der Wechselrichter des Bluetti-Kraftwerks kann maximal 800 Watt ausgeben. Wenn ich jetzt aber 1000 Watt aus dem Netz ziehen möchte, würde er versuchen, 1000 Watt einzutragen, was natürlich nicht funktioniert, weil der größte Wert, den ich eintragen kann, ist 800. Und deswegen gibt es da erstmal eine Prüfung. Ja, bin ich über oder unter 800 Watt? Dann gibt es hier die Prüfung, bin ich unter einem Watt oder über einem Watt? Netzbezug, wichtig, Netzbezug. Wenn ich was ins Netz einspeise, ist Netzbezug 0. Wenn ich was aus dem Netz ziehe, entsprechend die Anzahl, wie hoch mein Netzverbrauch ist. Genau, damit ich diese Problematik umgehen kann mit den nicht vorhandenen Minuswerten, wird einfach geprüft, ist mein Netzbezug größer als 1 oder kleiner als 1. Und wenn er halt 0 ist, dann weiß ich, okay, ich speise wahrscheinlich was ein, und wenn er halt über 1 ist, weiß ich ziehe was aus dem Netz. Genau, die Aktionen sind eigentlich alle relativ gleich aufgebaut, bis auf das mit den größer als 800 Watt. Was ich mache ist, ich sage der App, ja, ich möchte hier die Bluetti-App starten, dann soll er 4 Sekunden warten, dann soll er einen bestimmten Knopf drücken, 5 Sekunden warten, wieder einen Knopf drücken, 2 Sekunden warten, Knopf drücken, 2 Sekunden warten und so weiter und so fort. Also die App klickt sich völlig automatisiert durch die Bluetti-App, um letztendlich zu dem Wert zu kommen, wo ich meinem Wechselrichter, dem A80P, genau einen Wert mitgeben kann. In dem Fall ist das hier ein statischer Wert. Wir sehen hier Paste 800, was einfach heißt, wenn ich einen Wert rauskriege, der über 800 Watt ist, dann setze ich ihn einfach auf 800 Watt fest. Dann wird wieder 2 Sekunden gewartet. Dann wird gesagt, hier Klick und übernehmen. Und danach wird meine Bluetti-App entsprechend geschlossen. Wenn wir uns das Ganze mal angucken mit Netzbezug Größe 1, also ich ziehe aus dem Netz, sind die ersten Sachen erstmal relativ identisch. Nur wir haben hier UI Interaction Paste und hier kommt die Variable zum Zug. Statt ich jetzt einen festen Wert definiere, zum Beispiel 500 Watt,
wird einfach die aktuelle Variable Netzbezug ausgelesen. Wenn wir uns erinnern, Netzbezug wird aus den Werten von meiner Balkonkraftwerksteckdose und meinem Tibber generiert. Das heißt, dieser Wert Netzbezug ist exakt der Wert, der gerade zum Zeitpunkt, wo diese Aktion ausgeführt wird, aus meinem Netz gezogen wird. Genau, und das Ganze, wie gesagt, gibt es dann auch noch einmal hier für, wenn ich einen Minuswert habe, da wird dann halt nicht Netzeinspeisung, sondern das, was ich, nicht Netzbezug, sondern das, was ich aus der Netzeinspeisungsvariable kriege, entsprechend eingetragen. Das wird dann ein Wert sein, der niedriger ist als das, was ich vorher in der App habe. Dann wird das Ganze wieder auf OK bestätigt und die App wieder geschlossen. Relativ simpel. Die Frage ist natürlich, also da habe ich auch einen Moment für gebraucht, wie mache ich das, dass er die Bluetti-App so anklickt, wie ich das haben will. Und das Ganze ist eigentlich extrem einfach. Wir gehen hier oben auf Actions und dann suchen wir hier oben mal UI Interaction und dann sagen wir möchten Klick, also so, ich möchte etwas anklicken, okay, und dann haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel sagen die X- und Y-Koordinaten, das heißt, wenn ich auf einen Bildschirm tippe, ist das genau ein bestimmter Punkt. Ja, ich kann auch sagen, ich möchte nach einem bestimmten Text suchen. Das heißt, suche zum Beispiel in der App nach dem Text Balkonkraftwerk. Er würde dann einen Button anklicken, der Balkonkraftwerk heißt. Oder wir machen uns das ganz einfach und sagen einfach Identify an App. So, man öffnet dann die Bluetti-App und klickt dann Schritt für Schritt das an, was man gerne haben möchte. Das ist meine Hauptansicht von der Bluetti-App. Ich möchte natürlich als erstes, dass er Balkonkraftwerk anklickt. Das hat er jetzt angeklickt. Beziehungsweise wir müssen hier oben erstmal sagen, ich möchte das jetzt anklicken. Das klickt man einmal an. Und jetzt klicken wir den Button an. Und jetzt sehen wir hier, okay, er hat jetzt gecheckt, das ist der Button Bluetti Cloud ID Parent. Und sagen wir dann hier okay. Und dann müssen wir das im nächsten Schritt machen. Dann sagen wir hier wieder Actions, sagen wir wieder UI, Interaktion, Click, Identify an App. So, und unser nächster Schritt wäre jetzt hier, ich möchte hier oben das Einstellungen öffnen. Gehe ich also wieder hier oben, klicke hier auf Identify UI Control, klicke dann Settings an und dann sieht er, okay, er hat jetzt hier wieder den Button gefunden und genau, dann geht das halt so weiter. Ihr müsst das sozusagen alles einmal durchklicken und dann kommt ihr nachher bei sowas hier raus. Wichtig ist immer, ja, ihr müsst hier immer Delays einbauen, weil ein Button nicht innerhalb von einer Millisekunde lädt. Ihr klickt das einfach mal manuell durch, guckt, wie lange bestimmte Ansichten in der App laden und dann müsst ihr zwischen den Buttons mindestens 1 Sekunde Wartezeit hinzufügen. Okay. Und wenn ihr das auch geschafft habt, dann könnt ihr das Ganze hier aktivieren. Ich aktiviere das Ganze jetzt mal. So, das dauert dann einen Moment. Ich habe hier eingestellt, dass meine Justierung sozusagen alle 45 Sekunden läuft. Aus dem Grund, weil bis die Bluetti App einmal durchgeklickt ist und einmal geschlossen ist, dauert es in etwa 40 Sekunden. Ich habe dann 5 Sekunden Puffer eingebaut und dann würde sich die App halt entsprechend nochmal öffnen. Genau, dauert jetzt wie gesagt einen Moment. Die ganzen Werte haben sich jetzt gerade aktualisiert. Und sobald die 45 Sekunden abgelaufen sind, wird sich jetzt hier gleich auf dem Bildschirm die entsprechende Bluetti App öffnen. Ich kürze das Ganze für euch jetzt einfach mal ab. So, da sind wir. Bluetti App öffnet sich. Wie ihr seht kein Touch-Button oder sowas. Das ist alles automatisiert gesteuert. Und der klickt sich jetzt hier durch bis auf Preset Power Limit und setzt genau den Wert, welcher jetzt rauskam. Das ist in dem Fall 288 Watt. Und danach wird die App wieder geschlossen.
Es wird wieder gewartet, bis der Timer abläuft und dann entsprechend der neue Wert gesetzt. So einfach funktioniert das. Es ist erstmal ein Riesenaufwand, das Ganze aufzusetzen. Wenn ihr es aber einmal gemacht habt, super tolle Sache. Ja, und das war's. So habe ich meine Nulleinspeisung für das Balkonkraftwerk selbst gebaut. Natürlich wäre es deutlich einfacher, wenn man einfach einen vorhandenen Sensor nutzen könnte, den man mit dem Balkonkraftwerk koppeln könnte. Ist momentan aber nicht möglich. Das ist mein Workaround. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen was gebracht. Ich habe es wirklich versucht, so einfach wie es geht zu erklären, aber es ist wirklich ein saukompliziertes Thema. Wenn ihr da ein paar Sachen mitgenommen habt, vielleicht auch für eigene Ideen, freut mich das schon. Zeigt mir das gerne mit einem Video, mit einem Kommentar im Video, unter dem Video und mit dem Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.